Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video hier auf meinem, kleinen Kanal, habe ich immer gesagt, aber inzwischen ist er ja eigentlich gar nicht mehr so klein. Wir haben heute eine etwas seltsame, besondere Situation, und zwar habe ich vergessen, das Anmoderationsvideo zu drehen, bevor ich in den beiden letzten Livestreams angefangen habe, hier weiterzuarbeiten. Deshalb der geneigte Zuschauer, der es entweder einfach so sieht oder im Livestream aufgepasst hat, sieht jetzt schon, was in diesem Video passiert, beziehungsweise was ich angefangen habe. Und zwar geht es um den Bereich dort hinten vor dem Stadtmauertor, dem vorderen, also in dem Bereich dort. Und dort geht's heute noch weiter in diesem Update-Video. Das heißt, wir bauen an der Stadtmauer und am Bereich davor. Wer die beiden Livestreams gesehen hat, ich glaube zusammen ungefähr 5 Stunden Videomaterial, hat ja schon ein bisschen mitbekommen, was da so passiert ist. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Ich werde es wahrscheinlich auch weiterhin in Zukunft, sobald es mir möglich ist, Livestreams machen. Die werden natürlich wie immer relativ spät gehen, einfach weil es mir zeitlich sonst nicht klappt bei mir, dass ich am Stück längere Zeit habe, das einfach so zu machen. Und hat auch ganz gut funktioniert. Wir hatten gestern einen neuen Rekord mit über 100 Zuschauern gleichzeitig und ebenso, glaube ich, über 110 Likes noch im Livestream. Also vielen, vielen Dank dafür, für alle, die dabei waren und alle, die auch in Zukunft dabei sein werden. Jedenfalls, ich rede etwas zu viel und wir schauen uns gleich nach dem Intro an, was bisher eigentlich schon geschehen ist. Und zwar geht es explizit um den Bereich hier vorne. Wer jetzt bei den Livestreams nicht dabei war, dem wird wahrscheinlich auffallen, dass hier vor dem Stadttor einiges passiert ist. Wir haben hier den Weg runtergebaut. Er ist etwas abschüssig, wie ihr sehen könnt, wenn ich hier mal runtergehe, bis zum Stadttor hier runter. Das hier wird ein zweiteiliges Modul, also wie gesagt, es wird zwei 32er Platten geben, die zusammen ein Modul ergeben. Ich habe da extra noch eine neue Platte gekauft, weil ich tatsächlich keine mehr hatte. Und in den beiden Livestreams haben wir das, was ihr hier seht, soweit gebaut. Wir haben den Weg, wie gesagt, gebaut. Wir haben diese kleine Brücke gebaut über so einen kleinen Graben, in dem auch ein bisschen was wächst. Mit der Brücke bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden. Mal schauen, ob ich daran noch irgendwas machen werde. Ansonsten haben wir auch hier schon angefangen, den Felsen weiterzubauen und zu begrünen. Und hier drüben habe ich schon mal ganz grob angefangen, den Verlauf der Felswand zu bauen. Um einfach mal hier diese hässliche Ecke wegzubekommen, wo eben auch diese Stützpfeiler stehen. Und das ist bisher in 2 Livestreams passiert. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Und jetzt werde ich hier auf jeden Fall innerhalb dieses Updates-Videos noch ein bisschen weiter arbeiten, abseits der Livestreams. Und wer weiß, wann es den nächsten Livestream gibt, worum es dann geht. Ihr könnt mir natürlich auch wie immer in den Kommentaren schreiben, wo es weitergehen soll. Und je nachdem, wo es ist, kann es vielleicht dazu auch einen Livestream geben. Es ist immer, wie gesagt, abhängig von Ort und Zeit. Und ich baue jetzt einfach hier mal ein bisschen weiter. Wie ihr vielleicht wisst, entweder aus einem der früheren Videos, ich habe es in einem Haul-Video erwähnt, aber es war auch nochmal Thema im gestrigen Livestream, habe ich das Lego-Set hier mit dem Bonsai-Baum letztens relativ günstig bekommen, für, glaube ich, ungefähr 24 € nur, mit 2 Rabattaktionen. Und habe das auch tatsächlich auch gekauft, um auszuschlachten. Wir haben gestern schon im Livestream teilweise das ausgeschlachtet, um die Brücke hier zu bauen. Aber die Idee war auch weiterhin, auch den Bonsai-Baum an sich zu bauen. Ich habe jetzt mal den Bonsai-Baum hier gebaut, ohne das ganze Gestell unten drunter. Hier fehlen jetzt noch die ganzen Blätter. Es sind ja einige in diesem dunkleren Grün drin. Ich habe ja vor allem dieses hellere Grün immer im Einsatz. Aber ich habe jetzt erstmal alle Blätter weggelassen, denn ich werde jetzt mit dunklen und mit hellen Blättern das Ganze hier ein bisschen aufhübschen. Und dann kommt der ganze Baum hier vermutlich irgendwo hier vorne hin. Das war ja auch immer der Plan, einfach um auch noch eine andere Form hinzukriegen. Denn der Baum hat einfach eine super Größe auch so für Minifiguren und lässt sich hier sicherlich gut integrieren. Ich werde jetzt wieder ein bisschen aufhübschen, hier einiges an Blättern dran bauen und dann schauen wir mal, wo genau das Ganze hier seinen Platz finden wird. Wir werden wahrscheinlich hier noch ein bisschen aufbauen müssen, wahrscheinlich den Felsen, aber das wollte ich jetzt noch nicht machen, bevor der Baum fertig ist. Und den mache ich jetzt einfach fertig. Und so sieht der Baum jetzt aus, mit Blättern bedeckt. Es sind ja deutlich mehr, als der Baum eigentlich beinhaltet. Ihr seht hier auf den Fotos, auf der Anleitung, dass da hauptsächlich diese dunklen, eigentlich nur diese dunklen Blätter dabei sind. Und das ist jetzt auch der erste Baum, der jetzt ein bisschen durchmischt ist. Wir hatten das Thema ja letztens auch nochmal im Stream, warum ich hauptsächlich die hellen Blätter benutze. Diese hellen Blätter kosten ungefähr nur 20% von dem, was die dunklen kosten. Und ich versuche jetzt auch trotzdem mal ein paar dunkle mit einzumischen. Deshalb hier mal der erste Versuch. Aber grundsätzlich werden wir mehr beim hellen bleiben. Einfach, es ist eine Kostenfrage, die nicht zu unterschätzen ist, denn das 4- bis 5-fache für den gleichen Stein, nur weil er ein bisschen dunkelgrüner ist, ist halt eine Sache, die echt
schwer zu bezahlen. Ich überlege jetzt gerade, wo ich den Baum hinsetze, denn da könnte er fast zu mächtig sein. Könnte hier fast zu viel verdecken. Vielleicht weiter vorne oder vielleicht auch einfach hier. Hier könnte auch ganz nett aussehen, denke ich. Ich glaube, das wäre eine ganz nette Position. Dann haben wir da noch ein bisschen Platz dahinter für den Spielplatz. Dann würde ich hier links neben, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich ja alle Hände voll zu tun habe. Dann kann hier links die Wand hochgehen. Hier wäre der Baum in der Ecke und da vorne noch der Spielplatz. Da habe ich auch schon im Stream darüber gesprochen, dass wir vermutlich hier dann wieder ein bisschen was rausreißen, um hier mehr Platz für den Spielplatz zu kriegen, weil es doch jetzt ein bisschen knapp geworden ist. Es wird kein riesiger Spielplatz, sondern so ein kleiner mit einem kleinen Klettergerüst, Rutsche, vielleicht eine Schaukel, sowas in der Richtung. Halt nichts riesengroßes, aber ich glaube, es wird trotzdem ganz nett aussehen. Ansonsten probiere ich trotzdem nochmal, ob der Baum hier vorne vielleicht noch aussehen könnte, aber er ist doch relativ massiv, also von den Ausdehnungen relativ groß, besser gesagt, und dass wir da vielleicht dann nochmal einen hinsetzen, der in dem Stil gebaut ist. Der ist ein bisschen schlanker, verdeckt nicht so viel, würde, glaube ich, auch ganz gut aussehen. Und das hier würde man eh wieder rausnehmen, weil ich hatte hier eigentlich ursprünglich einen Baum in der Bauweise geplant, aber das machen wir nicht mehr. Ich schaue jetzt einfach mal, was wir mit dem Bonsai machen und ja, schauen wir mal, wie es aussieht gleich. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich jetzt doch entschieden dazu, den Bonsai hier vorne einzubauen. Das ist noch nicht ganz optimal geregelt, dadurch, dass der Bonsai jetzt hier auch auf 2 Modulen eigentlich steht. Er liegt jetzt genau auf der Grenze zwischen oberen Tisch und unterem Tisch. Habe ich es tatsächlich so gelöst, dass der hier jetzt, ich muss mal schauen, ob ich es rauskriege. Man sieht es ein bisschen, er liegt hier nur auf Teils auf. Und jetzt kriege ich natürlich wieder nicht mehr rein, weil hier die Bepflanzung außenrum ist. Doch, es klappt. Der liegt dann hier sozusagen nur auf, aber durch sein Eigengewicht und die gute Balance steht er ja ganz gut. Und man kriegt ihn relativ leicht raus, wenn man ihn jetzt zum Beispiel rausnehmen muss, wenn man jetzt umziehen muss oder den Tisch um 90 Grad drehen muss. Wir schauen ja mal, irgendwann demnächst wird es ja eine Erweiterung geben. Und ich habe es doch einfach ausprobiert und ich dachte, er steht da vorne doch ganz gut aus. Er nimmt vielleicht in Anführungsstrichen erstmal ein bisschen die Sicht auf das Ganze. Aber man muss ja auch bedenken, wir stehen ja auch hier oben, können dann von oben schauen und beziehungsweise wir können ja später auch von hier vorne noch auf das Tor schauen. Aber ich finde einfach die Optik an der Stelle relativ schön. Vor allem, weil der Baum ja auch mal eine ganz andere Form hat, durch diese gebogene Form. Und er wirkt einfach ganz schön da oben. Sieht auch aus, als würde er gut platziert gewachsen sein. Und auch mit den ganzen Blättern sieht er meiner Meinung nach ganz gut aus. Und gibt einfach dem Ganzen hier jetzt so ein bisschen mehr Atmosphäre, muss ich auf jeden Fall sagen. Und man merkt auch, dass in dem Licht sieht man es jetzt nicht so gut, aber dass man eben, jetzt sieht man es besser, dadurch, dass jetzt auch helle und dunkle Blätter drin sind, gibt es auch nochmal ein bisschen mehr Struktur in das ganze Grüne. Und ich muss sagen, mir gefällt es auf jeden Fall an der Stelle. Und ja, ich würde fast sagen, das wäre es dann sogar so gewesen für dieses Update-Video. Das Video selber ist vielleicht ein bisschen kürzer, was halt hauptsächlich daran liegt, dass vieles davon im Stream passiert ist und ich vergessen habe, zwischendurch Videos für das Update-Video zu drehen. Aber wir sind auf jeden Fall hier ein ganzes Stück vorangekommen. Der Weg geht gut nach oben, da steht momentan Tor als Größenvergleich. Die Brücke gefällt mir ganz gut. Und auch hier eben der Übergang. Hier sind noch ganz viele Lücken, die jetzt demnächst geschlossen werden müssen. Aber ich musste eben, wie gesagt, erstmal schauen, wo genau der Baum hinkommt, damit wir eben ausgehend vom Baum jetzt eben schauen können, wo wir alles hinbauen. Aber auch der Blick hier unten durch gefällt mir ganz gut. Wobei man beachten muss, da hinten muss hier noch die Felswand hochgezogen werden und hier muss auch noch die Stadtmauer beplankt werden sozusagen und erhöht werden. Und ich glaube trotzdem, dass der Baum da eine gute Stelle hat. Auch wenn wir jetzt ein bisschen weiter rausgehen, wirkt der Baum da oben ganz harmonisch, finde ich. Und er bringt einfach nochmal so ein bisschen was hier rein in die ganze Geschichte. Mir gefällt es auf jeden Fall. Bäume dieser Art werde ich dann wahrscheinlich noch auf der anderen Seite eine setzen. Dann haben wir auch beim Spielplatz nochmal ein bisschen mehr Platz. Aber ich muss sagen, der Blickwinkel von hier unten gefällt mir jetzt wirklich gut, auch wenn noch einiges fehlt. Aber man sieht ja hinten jetzt so ganz schön den Bahnhof, wobei der natürlich auch noch höher werden wird später. Und ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Der Stream zusammen, es waren ja ungefähr, glaube ich, 5 Stunden, die beiden Streams, in denen das Stück da hinten entstanden ist. Wobei man da natürlich mal sagen muss, im Stream werde ich ja auch immer sehr viele Fragen beantworten, mit interagieren und komme da mit dem Bau natürlich nicht so schnell voran, als wenn ich das Ganze alleine mache. Aber mir gefällt die Interaktion mit euch und ich hoffe euch auch. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen wieder bei diesem Update. Ich denke, dass wir hier wirklich auf einem guten Weg sind, was den
ganze Gebiet hier vorne angeht. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, wie immer. Und ich bin einfach froh über jeden Abonnenten, über jeden Kommentar etc. Ihr wisst ja, wie es ist. Und ja, wir sprechen auch über ein paar andere Dinge im nächsten Video nochmal, was hier so geplant ist in naher Zukunft. Und auch was diesen Bereich angeht. Aber das lassen wir jetzt erstmal aus diesem Video raus, damit ich heute noch fertig werde. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim selber bauen. Bleibt gesund natürlich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es hier wieder heißt, willkommen zurück in der Brickworld. Und dann sage ich nur noch Tschüss.